Was haltet ihr eigentlich von Sachen auf Wish oder Temu? Wir waren ziemlich neugierig und haben uns ein paar Sachen zwischen 5 Cent und 20 Euro bestellt, aus reiner Neugier zum Testen. Die Sachen werden wir heute mit euch gemeinsam durchgehen und schauen, ob sie aufs Fahrrad kommen oder einfach in die Mülltonne. Unser erstes Produkt, Flat Pedals für unser Mountainbike in Blau, und zwar Ride with a Dream. Da bin ich extrem gespannt, ob die für 15 Euro was wert sind. Nehmen wir die Pedale mal raus aus der Verpackung und schauen wir mal, wie sie auf dem Fahrrad ausschauen. Pedale sind montiert, schauen optisch sehr gut aus, aber ob sie auch was taugen, schauen wir am Ende des Tages. Ja, Freunde, eine Fahrradklingel ist gesetzlich vorgeschrieben und soll die anderen Verkehrsteilnehmer auf euch aufmerksam machen. Auf Temu habe ich mir 3 Fahrradklingeln verschiedener Dezibelstärken ausgesucht und die werden wir jetzt auf dem Fahrrad montieren und alle 3 gleichzeitig ausprobieren. Da haben wir einmal eine Fahrradklingel mit 100 Dezibel, eine mit 120 Dezibel und eine mit Mystery Dezibel, keine Ahnung wie viel, aber wir werden da mit der App testen, wie viel Dezibel wir da tatsächlich drauf bekommen, wie wertig die Klingel sind. Ja, ob diese Klingeln straßenverkehrsmäßig zugelassen sind, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob man das legal betreiben darf. Nichtsdestotrotz werden wir das heute mal testen und schauen, wie lustig die sind und ob man damit tatsächlich Fußgänger auf sich aufmerksam machen kann. Die 3 Fahrradhupen sind jetzt montiert. Das Fahrrad ist jetzt extrem verkehrssicher. Es gibt keine Chance, dass uns niemand hört. Wir werden das jetzt mal beim Fahren testen, hier auf diesem abgesperrten Gelände und schauen wir mal, wie es wird. So, jetzt machen wir mal die Testfahrt. Also ich könnte ruhig in einem Hochzeitskorso durchgehen. Geil, aber ans Fahrrad hängen würde ich sie mir nicht. Das ist ein Spielzeug, ey. Schaut mal her. Also das würde ich jemanden ans Fahrrad hängen, den ich ärgern möchte. Aber schauen wir mal, wie laut die sind. Wie laut die tatsächlich sind. Dazu werden wir mit einer App am Handy die Dezibelstärke testen. Ja, nach der ersten lustigen Testfahrt werden wir mal schauen, wie laut die Klingeln tatsächlich sind. Ich habe hier eine App heruntergeladen und mit dieser werden wir mal testen, welche Dezibelstärke wir mit denen erreichen. Ja, starten wir mal die App. Mal gleich die erste Klingel. 105 Dezibel max. Jetzt waren es 130. Ja, so um die 130, wenn man das Mikro direkt an die Hupe hält. Bei der ersten Klingel. Die zweite. Auch 130. Ja, die kommt beständig auf 130 Dezibel. Ein Staubsauger hat zum Vergleich so um die 70 Dezibel. So, jetzt die dritte hier mit dieser Fernbedienung. 103 Dezibel, 107, also das ist mal die schwächste. 111, mehr ist nicht. Ja, das wären die 3 Klingeln. Auf die Artikel werde ich nicht verlinken. Das ist ja nur zum Spaß. Ich glaube nicht, dass die straßenverkehrstauglich sind. Wenn ihr jemanden pranken wollt, könnt ihr die mal montieren und damit Leute erschrecken. Nur zum Spaß, aber richtig verwenden würde ich die auf keinen Fall. Ja, und die Preise sind so zwischen 3 und 5 Euro gewesen. Also für den Spaß allemal zu haben. Kennt ihr das? Ihr habt einen faulen Freund, der eine Fahrradtour haben will, aber kommt den Berg nicht rauf. Was ist? Können wir weiter aufnehmen? Was ist das nächste Produkt? Wir sind lebensmüde und haben uns ein Abschleppseil besorgt, welches wir natürlich testen werden.
Jetzt der ganz schwierige Part, die Montage. Ich bin überfordert. Ich bin einfach nur überfordert. Ich bin unterqualifiziert. Unterqualifiziert und überfordert. So. Schauen wir mal, was für Länge das hat. Upp, das war's dann schon. Hängen wir uns mal ein. Und leck mich am Arsch, passt nicht. Es passt, es passt. Alter Original. Der Gerät ist an. Ich tue sicherheitshalber einfach mal auf Turbo, ne? Ja. Echo oder ausschalten. Geht, oder? Ja. So viel bemerkt man nicht, wenn man rein Echt? Ja. Ja, dann fahr mal den Berg hoch. Schneller, Sklave. Und so Ballschiff. Hatschu. So geil. So geil, so extrem gut. Verwende ich nie wieder. Was ist, wenn wir noch ein Seil nehmen und noch ein Fahrrad da hinten dranhängen? Ja, das wäre auch. Dann machen wir Lastzug. Ja. Denkst du, kann man mit dem Seil ein Auto ziehen? Aber kann man mal probieren. Ja, fahr mal schneller. Bisschen Action. Ich sehe jetzt. Ja, Soll ich jetzt den Akku von meinem Fahrrad einschalten? Oder? ja, ja. Nein, du musst ohne Unterstützung fahren, sonst ist das kein richtiger Test. Hallo Matrosen. Kann ich die Bremse jetzt loslassen? Ja, genau. Also das Seil hält jetzt bis jetzt sehr gut, obwohl das hier so Plastik ist und flimsig. Helf mal ein bisschen mit, ich bin ja nicht so. Und sehr gut. Ja, los. Ich habe ein starkes Gefühl, dass was an mein Fahrrad zieht. Echt? Du halluzinierst. Da haben wir auch gedacht. Ja. Leute denken sich sicher, was sind das für Trottel? Mein Gott. Gestern aus der Klapse entlassen. Versprochen. Wir haben für das Abschleppseil 14 € ausgegeben. Es kam mir etwas flimsig vor, aber ich bin sehr positiv überrascht, wie gut es gehalten hat. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, bei der nächsten Fahrradtour mit Kindern auf jeden Fall mitzunehmen, um ihnen den Aufstieg zu erleichtern. Wir bei Ana Rides legen viel Wert auf Verkehrssicherheit. Deswegen haben wir uns um stolze 30 Cent diesen Rückspiegel hier besorgt, um die Verlierer im Rückspiegel hinter uns zu sehen. Das montierst du aber auf dein Fahrrad. Ja sicher, sonst nehme ich es mit nach Hause zum Schminken zum Beispiel. Du mal montieren. Passt da so ein Bild und Ich habe keine Ahnung. ja, du musst Du bist der Profi. schon in die Kamera. Ich muss schauen in die Kamera. Nein, du musst schauen in die Kamera. Sicherheit geht vor, wir montieren diesen Spiegel. Und siehe da, es ist tatsächlich ein Spiegel. Muss man tatsächlich für eine Action Cam um die 300 € ausgeben. Geht es auch günstiger? Bei Temu haben wir eine Action Cam um sagenhafte 10 € gefunden. Die Bildqualität werden wir jetzt mal testen. Ich musste erst mal schauen, ob das wirklich eine echte Kamera ist. So leicht ist das Teil. Das sind einige wenige Gramm. Die Batterie ist noch viel leichter. Also es ist wie ein Spielzeug. Aber wenn man es einschaltet, geht sie tatsächlich an und die Videoaufnahmen werden wir jetzt testen. Dazu habe ich noch eine zweite gekauft um 20 € und wir werden vergleichen, welche dann jetzt besser ist. Ich nehme die mal heraus. Die ist um einiges kleiner, sieht wie eine Dashcam aus und die soll angeblich auch eine 64 GB SD-Karte bereits dabei haben. Ja, da ist sie auch. Ich bin wirklich gespannt auf die Bildqualität von diesen Kameras. Die werden wir jetzt aufs Fahrrad montieren und einmal für euch testen und die Videoaufnahmen seht ihr. Ja, ich bin total ausgerüstet. Ich habe einen Spiegel, ich habe eine Dashcam, ich habe zweite Dashcam und ich habe hier eine Dashcam. Los geht's! Ich hoffe, die Gaudi nimmt auf. Auf dem Spiegel sehe ich nur meinen fetten Bauch. Nein, ja, wenn ich die Hand wegnehme, sehe ich dich. Ja, sonst sehe ich nur meinen fetten Bauch. Das ist total diskriminierend. Ja, Freunde, als ich diese Kameras auf Temu bestellt habe, war mir nicht bewusst, dass ich die offizielle UFO-Sichtungsausrüstung bekommen werde. Ihr kennt doch sicher alle solche Aufnahmen. Freunde, die sind alle mit diesen Kameras gemacht, aber Spaß beiseite. Ich bin verblüfft, dass es für diesen Preis überhaupt gewinnenbringend eine Kamera geben kann. Vor allem, da auch ein Haufen Zubehör mitgeliefert wurde. Beide spucken ein Full-HD-Bild aus, obwohl die Qualität meiner Nokia N95 besser war.
Die 10€ Kamera hat Probleme mit der Framerate und das Bild ist aus irgendeinem Grund hineingezoomt. Bei der 20€ Kamera ist das Bild um einiges besser und die Framerate ist stabiler. Trotzdem sind beide um Welten hinter aktuellen Actioncams und sind nicht ernsthaft zu gebrauchen. Spaß hat's trotzdem gemacht, sich in der Zeit zurückzuversetzen, als ein gestochen scharfes Bild Wunschdenken war und 480 x 240 Pixel das Maß der Dinge waren. Nur eine saubere Kette ist eine gute Kette und deswegen haben wir uns ein unglaubliche 3€ dieses Kettenreinigungsset gekauft, bestehend aus einmal dieser Kettenreinigungsmaschine und einmal eine Bürste. Wir testen das Set jetzt an unserem Fahrrad und schauen wir mal, wie sauber wir die Kette wirklich bekommen. Zugegeben, die Kette an unserem Fahrrad war nicht gerade mit Schmutz bedeckt. Trotzdem wollten wir mal die Handhabung und Verarbeitung von dem Set testen. Diese Bürstensätze gibt es wie Sand am Meer und für jeden Geldbeutel. Bei der schwarzen Bürste sind Räder mit kleinen Bürsten im Inneren. Theoretisch drehen sich diese Bürstenräder mit der Kette, praktisch leider aber nicht, da nicht genug Druck auf die Bürsten aufgebaut wird. Also Leute, die Bürste ist wirklich flimsig, man bekommt die Kette gar nicht damit sauber, aber was will man erwarten für 3€? Die andere Bürste ist auch zum Aufklipsen. Den Druck auf die Kette kann man hier zumindest selbst bestimmen, indem man mit der Bürste gegen die Kette drückt. Somit kann ein besserer Reinigungseffekt erzielt werden. Ohne händischen Druck wird kaum was gereinigt werden, da die Kette an den Borsten einfach vorbeigleitet. Das Reinigungsset ist den Kosten entsprechend nicht so gut. Überzeugt ein bisschen war ich von dieser Reinigungsbürste für die 3€. Was will man denn mehr erwarten für das Geld? Bei einer starken verschmutzten Kette, glaube ich, ist das Set wirklich unbrauchbar. Ja, Freunde, wir kommen langsam auch zum Schluss von unserem Video. Die Sachen von Temu haben uns nicht wirklich überzeugt, aber das haben wir eigentlich auch erwartet. Was soll man da halt groß erwarten von Sachen, die ein paar Cent kosten? Das Video, nehmt das bitte nicht allzu ernst. Das haben wir aus Jux, Spaß und Dallerei gemacht, um einfach ein lockeres Video mal zu haben. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Einzig haben wir noch diese Tasche, die wir anbringen werden, aber dazu brauche ich nicht groß viel was erzählen. Die werden wir anbringen. Das ist so eine Dreieckstasche, da kann man ein paar Sachen verstauen. Die wird sicher auf dem Lenker halten, aber ob es tatsächlich wie angegeben wasserdicht ist, wage ich zu bezweifeln. Von den ganzen Sachen, die wir heute gezeigt haben, werden wir einzig die Pedale behalten. Die wollen wir einfach noch ein bisschen weiter testen. Und das Abschleppseil hat uns überzeugt. Alle anderen Sachen, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Die werden wir wahrscheinlich nie wieder verwenden. Die sind einfach qualitativ minderwertig und so richtig am Fahrrad kann man das halt nicht gebrauchen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bleibt dran, lasst ein Abo da. Ihr unterstützt uns damit immens. Seit dem letzten Video sind wir viele mehr geworden. Weiter so und bis dann. Ja, Freunde, der Spiegel funktioniert. Ich werde aber sehr froh sein, wenn ich zu Hause bin und ihn in den Müll schmeißen kann.